Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde. Heute haben wir ein wenig Spaß mit dem Akkuschrauber. Wie passt das mit dem traditionellen Bogenbau zusammen? Vielleicht muss man hier und da einfach einmal einige Konventionen brechen. Holz liegt jedenfalls bereit und in diesem Video geht es um meinen Spezialtrick, falls ein Griff mal nicht halten sollte. Ich kann schon verstehen, wenn einige von euch jetzt sagen, ist der denn bekloppt? Der kann doch nicht einfach irgendwie an so einem Bogen rumschrauben. Ja, ihr habt in gewisser Weise recht und in gewisser Weise auch Unrecht. Denn wenn ich sagen würde, ich verwehre mir jegliche technische Möglichkeit, die mir zur Verfügung steht, dann muss ich am Ende auch sagen, darf ich keine modernen Klebstoffe mehr benutzen, darf ich keine modernen Versiegelungsmittel mehr benutzen, keine Lacke, keine Öle, die aus moderner Produktion stammen. Ich finde, man sollte da auf jeden Fall mal die Kirche im Dorf lassen. Ich erkläre euch ganz kurz, warum es überhaupt zu dieser Problematik kommt, dass ich jetzt diesen Schritt ergreife, dort Schrauben hineinzusetzen. Als allererstes mal muss man verstehen, mit was für einem Stückchen Holz ich überhaupt arbeite. Es ist nämlich nicht so, dass ich mir selber ausgesucht habe, dass ich relativ wenig Holz hier im Griffbereich habe. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich hier einen Bogen mal gebaut habe von der anderen Seite und natürlich da das Maximum an Holz rausgeholt habe. Und dieser Restbogen, nenne ich ihn mal, einfach ein Kompromiss ist aus entweder schneide ich es klein und verbrenne es oder ich baue noch einen Bogen draus. Und ich denke, an solchen Stellen kann man durchaus auch einmal unkonventionellere Methoden anwenden. Also schauen wir uns einmal, hier bin ich wieder, ganz kurz an, was wir hier überhaupt noch an Holz übrig haben. Griffdicke ist zurzeit 2 cm und die anderen Stellen hier drumherum sind 2,5 an der Stelle hier. Hier sind wir wieder bei 2,3. Hier hinten sind wir auch noch bei 2,5. Grundlegend der Fall ist jetzt nämlich, dass nach dem Runterschleifen, hier nach dem Planschleifen in der Mitte, die Griffsektion die dünnste Bogenstelle aktuell in diesem Holz hier ist. Das ist natürlich grundsätzlich schlecht, denn im Griff, wenn man da etwas aufleimt, soll sich nichts biegen. Wenn sich dort etwas biegt, das mal ganz kurz demonstrieren, ja, habt ihr das Problem, Bogen biegt sich jetzt, Griffstück bleibt allerdings steif. Das heißt, es wird wieder abgesprengt. Und genau das kann ich dadurch verhindern, indem ich sage, ich setze hier 1, 2, 3, 4 kleine, wirklich kleine Schräubchen rein, um dieses Absprengen zu verhindern. Damit kann ich am Ende nämlich einen stärkeren Bogen herausbekommen, als ich ihn herausbekäme, wenn ich jetzt sage, ich muss darauf achten, dass im Griff auf gar keinen Fall Biegung vorherrscht. Das hat nämlich wiederum zur Folge, dass die Wurfarme vergleichsweise schwach werden müssen und ich dadurch einfach an gewünschtem Zuggewicht verliere. Das heißt, eigentlich ist das, was ich hier mache, Griff aufschrauben, Schrägstrich aufkleben und schrauben, ist eine Rettungsaktion. Und ich zeige euch auch, wie man das nachher überhaupt gar nicht mehr sieht, denn verschraubt wird nur die erste Fläche. Die sorgt dann dafür, dass der Griff bombenfest und steif ist, im Gegensatz zu den flexiblen Wurfarmen. Und obendrauf kommt dann noch das zweite Holz. Wie sieht es aber überhaupt aus? Welche Hölzer haben gewonnen? Ich stelle sie euch kurz vor. Im Bereich des Holzes kommt es zu einer Kombination aus auf der einen Seite Robinie und auf der anderen Seite dem helleren und besser gemaserten Goldregen. Ihr hattet da die Wahl und habt euch mehrheitlich für diese beiden Hölzer entschieden. Das heißt, es wird eine Kombination aus 2 helleren Hölzern werden. Finde ich insgesamt auch recht schick. Ich muss sagen, ganz am Ende kann man erst wirklich beurteilen, ist das eine gelungene oder eine weniger gelungene Farbkombination, wenn der Griff wirklich auch ausgearbeitet ist. Ich habe aber eigentlich nichts dagegen, auch durchaus sehr kontraststarke Hölzer miteinander zu verleimen und dort einfach etwas verspieltere Griffe zu machen. Aber ich finde eure Entscheidung da wunderbar. Wir haben hier jetzt auch schon 2 angeschliffene und begradigte Flächen. Es ist immer ganz gut, wenn Holz längere Zeit rumgelegen hat, dass man einfach mal sagt, ich schleife da nochmal an, bevor ich das verklebe. Denn in der Luft gibt es alle möglichen Schwebstoffe, Fettpartikel, Staubpartikel, die sich natürlich auf solchen Oberflächen, auch wenn sie stehend gelagert sind, irgendwie ablagern. Von daher das Zeug erstmal runter, frisch angeschliffen, hält sowas immer besser als lange Zeit abgelagert und verstaubt und verfettet. Von daher, mit den beiden Hölzern geht es weiter und im nächsten Schritt müssen wir jetzt erstmal gucken, wo kommt das Holz überhaupt auf den
Bogengriff drauf und wie versuche ich dort Schrauben reinzubringen. Wenn ihr das hier mal seht, an der Seite des Griffes ist immer noch exakt eingezeichnet, was ich damals auch als Griffsektion festgelegt habe. Das heißt hier einmal Anfang und einmal Ende des Griffes und dann einmal die geometrische Mitte des gesamten Bogens. Und da seht ihr schon, wenn ich jetzt hier, das ist auch schon halbwegs passend abgelenkt, ein bisschen Überstand ist nie schlecht. Wenn ich das jetzt hier dran lege, dann ist die Mitte genau hier. Ich zeige euch das gleich nochmal in Großaufnahme. Ihr seht, der Griff ist auf jeden Fall exzentrisch angelegt, das hatte ich auch schon besprochen. Hier ist die geometrische Mitte des Bogens oder des Rohlings und der Griff ist eben nicht genau mittig. Hier wäre er, wenn er genau mittig platziert wäre. Allerdings befindet sich, wie gesagt, die geometrische Mitte genau hier und der Griff ist weiter nach unten verschoben. Das hat am Ende zum Ziel, dass ich, wenn ich den Bogen so greife später, der Pfeil an dieser Stelle hier näher an der Bogenmitte aus dem Bogen herausschießt. Das hat durchaus Vorteile. Nun gut, ihr seht, das ist die erste Schicht, die soll hier aufgeleimt werden und nach dieser ersten Schicht folgt dann auch eine zweite Schicht, die kommt dann hier oben drauf. Eine letzte Sache ist auf jeden Fall zu tun, bevor jetzt geschraubt und geklebt wird. Die untere Lage, die als erstes auf dem Bogen draufgesetzt wird, ist kürzer als die Lage darüber. Das ist völlig unnötig. Die beiden können durchaus aneinander angepasst werden. Die obere Lage muss ja nicht länger sein als die untere. Im Gegensatz, eigentlich sollte die untere längere als die obere sein. Und deswegen lege ich jetzt hier einmal an und zeichne ganz charmant an. An beiden Seiten wird was weggenommen. An der Seite auf jeden Fall etwas, weil da noch Risse drin sind. Ich finde den Knoten hier eigentlich ganz stylisch, den würde ich ganz gerne drin behalten und deswegen wird auf beiden Seiten einfach noch etwas abgeschnitten. Das geht mit so einer Japansäge natürlich auch immer besonders fix. Das ist schön. Und schon passt das einigermaßen. So, ihr seht, ich habe hier schon mal 6 kleine Schrauben rausgelegt. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr klein. Die reichen auf gar keinen Fall bis auf die andere Seite. Also da läuft man nicht Gefahr an der Stelle jetzt durch den kompletten Bogen durchzuschrauben und dann irgendwelche merkwürdigen Schraubenüberstände auf der anderen Seite zu haben. Das wird nicht passieren. Eine andere Sache, auf die man sich einstellen muss, wenn man sowas mal macht. Es gibt ja noch auch Fade-Out-Ansätze, die es hier im Griff geben wird. Heißt ganz konkret, wir haben das Problem, dass auch hier noch Holz reduziert wird an der Dicke und da natürlich keine Schraube sehr weit am Rand liegen darf. Die müssen sich schon auf, naja, die mittleren 75% hier beziehen. Ich habe das hier auch mal eingezeichnet. In der Fläche hier nicht und in der Fläche werde ich jetzt diese Schrauben verteilen. Und das mache ich einfach auch nie ganz am Rand, logischerweise. Da hat man ja immer das Problem, dass man mit Ausrissen zu kämpfen hat. Das möchte ich auch nicht. Von daher werden die relativ mittig platziert. Das auch jetzt eher Pi mal Daumen. Einmal hier. Schrauben sind soweit platziert, beziehungsweise die Löcherpositionen für die Schrauben sind platziert. Und logischerweise, wenn man schraubt, dann ist es sinnvoll, da einmal vorzubohren. Maximal die Schraubentiefe logischerweise. Mehr muss das nicht sein.